Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Konrad-Adenauer-Stiftung. Letztes Mal haben wir uns mit den beiden Namen von Belarus beschäftigt. Und wie es sich für eine Pilotfolge geziemt, war das natürlich nur ein kleiner Vorgeschmack. Denn zwei Varianten gibt es auch bei der Fahne, dem Wappen, der Sprache, dem Präsidenten und, Kinder haltet euch fest, sogar Weihnachten gibt es in Belarus zweimal. Diese Vielfalt und Widersprüche gucken wir uns heute mal etwas genauer an. Wer sich mit Belarus beschäftigt, merkt schnell, dass es im Prinzip zwei große Erzählungen gibt, die, wie die Säulen des Minsker Tors, weitgehend unverbunden nebeneinander stehen. Das eine ist die offizielle Staatsversion. Die besagt, dass Belarus mit der Gründung der Sowjetunion vor ca. 100 Jahren quasi vom Himmel gefallen ist. Zum heiligen Mythos dieser Erzählung wurden der Partisanenkampf, der gemeinsame Sieg über Hitlerdeutschland an der Seite Moskaus und der Wiederaufbau nach dem großen Vaterländischen Krieg. Dank sowjetischer Planung wurde aus der sumpfigen Provinz ein Land der Ingenieure, das Kosmonauten ins All schickte und Weltklasse-Traktoren baute. Dass die Sowjetunion nun ausgerechnet auf belarussischem Boden aufgelöst wurde, gilt nun ja als eine Art Formfehler. Der wird aber bestmöglich überschminkt, indem das Reich der Roten Räte in Symbolen, Begriffen und Ritualen weiterleben darf. Manchmal etwas versteckt, zum Beispiel dieser Platz hier in Minsk heißt an der Oberfläche Unabhängigkeitsplatz, die U-Bahn unten drunter hält aber am Leninplatz. Immerhin steht der Lenin ja prominent vom Regierungsgebäude und auch die Leningrader Straße ist gleich nebenan, obwohl es die Stadt Leningrad ja schon etwas länger nicht mehr gibt. Wenn ausländische Besucher das Land dann ironisch als ein Freilichtmuseum des Kommunismus bezeichnen, ist das in diesen Kreisen ein Kompliment. Niemand verkörpert diese Variante von Belarus so sehr wie Alexander Lukaschenka. Manche seiner Fans behaupten sogar, das Land insgesamt sei erst mit seinem Amtsantritt entstanden. Sie sind stolz auf ihren 80%-Präsidenten, dessen Name ja bereits Volkstümlichkeit ausdrückt. Der heilige Lukas war bekanntlich der Evangelist der Armen und Luk ist das russische Wort für dasjenige Grundnahrungsmittel, das aussieht wie, nun ja, das Dach einer orthodoxen Dorfkirche. Er selbst schmeißt sich auch immer wieder mit besonderer Hingabe als oberster Arbeiter und Bauer in Schale. Apropos Schale. Ich bin immer angetaner vom unintendierten Tiefgang unseres beknackten Showtitels. Guckt mal hier. Wenn man so eine Nuss hier sauber öffnet, sieht das Innenleben gleichzeitig aus wie ein Herz und ein Gehirn. Herz und Verstand. Das Wahlprogramm der CDU in 3 Worten. #Distanzgebot. Auf der anderen Seite stehen nun diejenigen, die der kühnen Behauptung anhängen, ihr Land habe doch tatsächlich Wurzeln, die über den Ersten Weltkrieg zurückreichen. Man muss dabei nicht direkt bis zum Belosaurus Rex gehen, aber doch immerhin ins 15. und 16. Jahrhundert. Wir erinnern uns, Belarus war damals Teil vom Großfürstentum Litauen. Das bitte nicht gleichsetzen mit dem heutigen Litauen. Sie wissen, Litauen, eins von diesen baltischen Ländern, wo man Behördengänge von zu Hause am Laptop erledigen kann, ohne sich, wie in der deutschen Hauptstadt, einen Tag Urlaub nehmen zu müssen, weil einem ein Bürgeramt zugeteilt wird, zu dem man dann so lange unterwegs ist, dass man irgendwann verunsichert aus dem S-Bahn-Fenster guckt, ob Schilder schon stehen auf Polnisch, kurwa. In jener goldenen Zeit bildeten Belarus und das heutige Litauen also ein gemeinsames Großfürstentum, dessen Amtssprache Altbelarussisch war. Und während in westeuropäischen Breitengraden Glaubenskriege tobten, rothaarige Mägdelein im Hexenkochtopf und Heretiker auf dem Scheiterhaufen landeten und Monarchen nach dem Prinzip regierten "Only God can judge me, I can do whatever", hatten in Belarus die Leute ein Wahlkönigtum, also eine Frühform der Demokratie und zudem das modernste Gesetzbuch des Kontinents. Nicht nur war der Landesherr dem Recht unterworfen, sondern es gab sogar schriftlich fixierten Tier- und Naturschutz, wo bis heute manche Länder nicht drankommen. Dieses alte Belarus war ethnisch gemischt und religiös so tolerant, dass es verfolgten Juden aus Westeuropa sogar bei sich Zuflucht bot. Besonders mit den Nachbarn im Osten gab es aber immer wieder Krieg, bis Russland es schließlich von der Landkarte wischte. Als dann 1918 die Belarussische Volksrepublik ausgerufen wurde, griff sie heraldisch auf die alten Symbole zurück mit einer weiß-rot-weißen Fahne und dem Wappen von Pachonia, dem geharnischten heidnischen Ritter zu Pferde, der mit dem Doppelkreuz des Großfürstentums wacker, wachsam und wehrhaft nach Westen blickt. Tja, hätte er mal zumindest auch in die andere Richtung geguckt, denn von da kamen wenige Monate später die Bolschewisten und schufen dann ihr eigenes sozialistisches Belarus. Kaum 20 Jahre später kamen dann aber, diesmal dann doch von Westen, die Nazis. Deren Ziel war es, Belarus zu einer Sklavenkolonie zu machen, aber weil die belarussische Erde zu dem Zeitpunkt noch feucht war vom Blut der Massenerschießungen Stalins, empfingen manche die Deutschen zunächst irrtümlich
als Befreier. Besonders national gesinnte Menschen, die unter den Sowjets am stärksten gelitten hatten. Manche von ihnen kollaborierten sogar und nutzten dabei wiederum Pachonia und Weiß-Rot-Weiß. Als die Rote Armee dann zurückkam, wurden all diese Verräter erschossen oder außer Landes getrieben und die nationalen Symbole erneut verboten. Es sollte gut 45 Jahre dauern bis zum nächsten Comeback. Das unabhängige und demokratische Belarus machte sie nämlich im Jahr 1991 zu seinen offiziellen Insignien. Bis dann, keine 4 Jahre später, ein gewisser Herr Lukaschenka den Plan betrat und die kommunistischen Symbole aus der Mottenkiste zurückholte, mit leichten kosmetischen Veränderungen. Vielsagenderweise ging das auch einher mit der faktischen Wiederabschaffung von fairen und freien Wahlen. Und so verwundert es nicht, dass die prodemokratischen Proteste seit August 2020 wieder dieselben alten nationalen Symbole nutzen. Seither tobt im öffentlichen Raum ein erbitterter und oft auch absurder Kampf zwischen Aktivisten und der Polizei darum, diese Symbole an allen möglichen und unmöglichen Orten anzubringen und wieder verschwinden zu lassen. Ein neues Gesetz soll jetzt Weiß-Rot-Weiß als eine Nazi-Glorifizierung verbieten. Das hat den Effekt, dass die offiziellen Staatsinsignien immer mehr von Symbolen des Landes zu Symbolen des Regimes werden. Diese beiden Belarus-Bilder stehen sich nun immer unversöhnlicher gegeneinander. Und man könnte fast glauben, man hätte es mit 2 komplett verschiedenen Ländern zu tun. Laut einer Umfrage vom November identifiziert sich ein gutes Drittel mit der weiß-rot-weißen Flagge, 40% mit der offiziellen und der Rest mit keiner von beiden. Was folgt daraus? Sollte das Land sich vielleicht einfach in 2 oder 3 Teile aufteilen? International gibt es ja durchaus Beispiele, dass mehrere Länder in einem funktionieren kann. Man gucke auf die Schweiz, Kanada, Belgien oder sogar bei uns zu Hause. Ich beispielsweise komme aus Hessen. Genauer gesagt aus Kurhessen, also dem Norden, denn Hessen besteht auch aus mindestens 2 völlig verschiedenen Regionen. Die Südhessen waren römisch, wir waren preußisch. Die babbeln hessisch, wir schwätzen platt. Zwar verlachen die Ebbelwoi-Italiener im Süden uns als Hessisch-Sibirien, aber wir sind zwar ärmer, aber Hessens historischer Kern und Namensgeber. #Märchenland. Für alle weiteren Fragen halte man doch einfach mal zum Vergleich unsere Ahle Wurst neben ein Frankfurter Brühwürstchen. In Belarus gibt es aber natürlich keine geografische Trennlinie zwischen den Anhängern dieser beiden Konzepte. Das Schema von einer Zweiteilung hat ja auch sowieso seine Grenzen. Denn das Land ist deutlich vielfältiger und die meisten Unterschiede haben wenig bis gar nichts damit zu tun, wie sich jemand zur Regierung stellt. Beispiel Religion. Knapp die Hälfte der Belarusen ist orthodox, 40% sind atheistisch und Katholiken machen zwar weniger als 10% aus, aber sind historisch so wichtig, dass, wie schon gesagt, 2-mal Ostern und Weihnachten gefeiert wird. Und auch wenn die beiden Flaggen ja durchaus weihnachtliche Farben haben, ist es natürlich nicht so, dass beim einen Heiligabend der Demokratie-Nikolaus kommt und beim anderen der Regime Ruprecht. Auch sprachlich teilt sich das Land ja nicht in der Mitte irgendwie sauber in Russisch und Belarusisch Sprecher. Zudem gibt es etliche Mischformen und Dialekte. Auch die Proteste letztes Jahr waren ja ganz überwiegend russischsprachig. Immer mehr Menschen sagen deswegen heute, sie leben im Grunde gleichzeitig in 2 Realitäten. Also etwa zeitgleich in der Stadt Minsk, dem administrativen Zentrum des Lukaschenka-Staats, und in Mensk, der Hauptstadt der belarussischen Kulturnation und Hauptschauplatz des demokratischen Aufbruchs vom letzten Jahr. Wie stark können und müssten diese beiden verschiedenen Welten nun aber zusammenfinden, damit es in Belarus ein gemeinsames Selbstverständnis und gesellschaftlichen Frieden geben kann? In den 1990er Jahren war es ja womöglich der größte Fehler der national gesinnten demokratischen Kräfte, die Lebenswelt und Lebensleistung von den Millionen von Menschen, die in der Sowjetzeit sozialisiert wurden und sich damit identifizierten, nicht stärker wertzuschätzen und in ihr wiedergeborenes Belarus zu integrieren. Um die wachsende Polarisierung wieder zu überwinden, wird es daher notwendig sein, einerseits das in den Vordergrund zu stellen, was verbindet. Da gäbe es die offiziellen Wappentiere, Bison und Storch oder den Sinn für Ordnung und Sauberkeit. Man erinnere sich, die Demonstranten im letzten Sommer zogen ja ihre Schuhe aus, wenn sie auf Parkbänke stiegen. Das vielleicht stärkste verbindende Element ist aber die Unabhängigkeit des Landes. Umfragen zeigen seit Jahrzehnten, dass die Belarusen fast ausnahmslos wollen, dass ihr Land souverän und selbstständig bleibt und sich geopolitisch nicht exklusiv in die eine oder andere Richtung entscheidet, sondern mit allen Nachbarn gut klarkommt. Das ist eine wichtige gemeinsame Grundlage. Andererseits wird aber in der Breite der Bevölkerung das Verständnis wachsen müssen, dass die Geschichte des Landes nun mal weder erst 1921 beginnt,
noch danach 70 Jahre Pause gemacht hat. Beide Seiten der Medaille gehören zusammen und machen Belarus in seiner Vielfalt ja gerade erst aus und aus meiner persönlichen Sicht so faszinierend. Darum Schluss in der Nuss. Schluss in der Nuss! Zwei Seelen wohnen mit Goethes Worten ach in deiner Brust, o Belarus. Doch sieh es als Gewinn, nicht als Verlust. Wer dem Drang auf Vereinheitlichung lässig widersteht, bleibt interessant und bunt in seiner Ambiguität. Mach sie zum Markenzeichen, deine Widersprüchlichkeit. Und in so mancher Hinsicht liegt das voll in der Zeit. Dass Lebenswelten vieler Art koexistieren, normal. In Osteuropa immer schon, wie heute ja auch global. Deshalb, Türme des Minsker Tors, reicht euch zum Bund die Hände. Nicht Pachonia oder Traktor Belarus, sondern Pachonia und Traktor Belarus. Nur bei der Frage der zwei Präsidenten sehe ich nicht, wie man die beiden verbinden sollte, selbst wenn sich Svetlana Tsikhanouskaya einen Schnurrbart wachsen ließe. Aber dafür gibt es doch eigentlich eine simple und praktische Lösung: faire und freie Neuwahlen.